Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute befinden wir uns mal wieder auf dem Main und es gibt auch ein paar Informationen zu kommenden Updates bzw. zu ein paar Neuerungen. Und zwar gehen wir dazu mal ins Forum. Und zwar als allererstes wurde ja der Beta-Server geschlossen und jetzt ist wieder ein neuer Beta-Server offen, wo man nochmal eine neue Version des Barden testen kann. Ja, das Ganze geht noch bis Sonntag, diesen Sonntag um 14 Uhr. Bis dahin kann auch der Bardi getestet werden, der Bade, ja, der Bademantel. Und jo, da könnt ihr gerne dabei sein, ausprobieren, rumprobieren. Ich weiß nicht ganz genau, was alles geändert worden ist. Ich hatte mal hier schon raufgeschaut gehabt und auf den ersten Blick fallen einem natürlich die Prozente auf. Hier wurde ein bisschen was rumgeschraubt, rumgefuhrwerkt, und zwar an der Harpe hier wurde anscheinend die Stärke beziehungsweise die Defense wurde erhöht, ist ja Protection hier, ne, auf 75. Ich glaube, vorher war es 60, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wurde auf jeden Fall erhöht. Damage wurde auch erhöht, hier war vorher, glaube ich, 50% das höchste, ist jetzt auch erhöht worden auf 60, ja, und die Flöte, die wurde, weil die war ja, ja, die wurde ja fast nur genutzt, die war ja sehr stark gewesen, die wurde genervt, so wie es aussieht, weil hier war auf Stufe 3 15% Lebensregeneration. Und ja, das Ganze wurde hier ein bisschen runtergesetzt, ne? Also es wurde ein bisschen hier und da angepasst. Ob noch weitere Änderungen stattgefunden haben, kann ich euch jetzt so nicht ganz sagen. Ich glaube, 25% hatte er schon vorher gehabt. Ja, testet ihn aus und guckt weiter. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal von Anfang an testen. Ihr müsst nochmal einen neuen Account erstellen und nochmal von vorne spielen. Mache ich jetzt persönlich nicht. Zumal mir jetzt nur diese paar Sachen aufgefallen sind, so die getestet werden. Ansonsten wurde auch schon ein bisschen was angekündigt. So, ne? Hier sehen wir ja die normalen Event-News fürs Wochenende. Und kommende Woche gibt es dann wieder einen speziellen Mix, denn es ist unsere Feierwoche zum 13. Geburtstag. Ne? Ein paar der Events kann ich aber schon mal benennen. Ja, das sind die normalen Events, die wir ja so kennen. Und jetzt kommt halt der Clou an der Situation. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon vermuten und aufgrund dieses kleinen Teasers hier kann man schon von ausgehen, dass zum Geburtstagswochenende bzw. zum Geburtstag von Shakes and Fidget es einen Legendary Dungeon geben wird. Das Ganze wurde wahrscheinlich versehentlich angekündigt, und zwar im Discord, ja, im SF-Discord. Da wurde schon unter anderem die Events, wie sie hier stehen, schon reingeschrieben, plus noch ein zusätzlicher Stichpunkt, und zwar stand da nämlich noch dazu Legendary Dungeon. Ja, also kann man wirklich stark von ausgehen, dass halt eben uns diesen Monat zum Geburtstag von Shakes and Fidget der nächste legendäre Dungeon erwartet. Ne? Also für die Leute, die fragen sollten, wann der nächste Legendary Dungeon am Start ist. Ich denke mal, ihr habt da eure Antwort. Ich persönlich muss sagen, also ich hatte da auch schon mit gerechnet. Wir haben ja vorher schon so gedacht, dass es in Richtung Geburtstag sich darauf hinauslaufen wird, so, ne? Allerdings muss ich sagen, wir hatten ja jetzt gerade den Elevator gehabt und jetzt, ja, so kurz danach dann gleich den Legendary Dungeon rauszuhauen. Ich meine, gut, die müssen natürlich auch vom Event her so immer im Zyklus bleiben, ne? Das ist ja auch in Ordnung so, aber ich finde es ganz schön kurzfristig irgendwie. Also da hätte man ruhig nochmal, also weiß ich nicht, irgendwie nochmal einen Monat oder so irgendwie zwischendrin warten können. Das ist ja, also ich finde es geil, muss ich sagen, dass Event an Event so ist, und meinetwegen können auch noch mehr Events sein. Man muss nur darauf achten, es darf nachher nicht überhand nehmen, so, ne? Das ist immer das Ding bei Shakes and Fidget. Wie viel mehr Content will man noch ins Game bringen? Das Game ist schon vollgepackt bis oben hin. Und man will nicht noch mehr in das Game aufladen, so sag ich mal, an neuen Features oder so, die auf Dauer bleiben, weil man schon so viel zu tun hat, dass man hier auch eine eigene To-Do-Liste haben muss. Ansonsten kommst du nicht klar. So, ne? Also natürlich, die Leute, die jahrelang spielen und so, die wissen das. Aber auch für Neueinsteiger ist es dann doch nachher schon relativ umfangreich,
was man hier alles nachher machen muss, denn mit der Zeit so, ne? Und deswegen ist es schwierig zu sagen, jo, wir klatschen hier noch ein neues Feature rein und noch eins und noch eins und noch eins, weil dann ist das Spiel nachher zu überladen. So wie sie es jetzt machen, so hatten wir das auch öfter mal vorgeschlagen und hatte ich auch öfter mal tatsächlich gesagt gehabt, dass wenn sie neue Sachen bringen, es über temporäre Sachen läuft und wie der Legendary Dungeon oder der Elevator, das sind ja gute Dinge, sag ich mal, Updates, wo Leute sich zusammentun können für eine gewisse Zeit und halt in der Zeit ein bisschen mehr als den gewöhnlichen Shakes and Fidget Alltag so bestreiten und ja, da ist natürlich noch Freiraum für noch mehrere temporäre Events. Es muss auch nicht immer, keine Ahnung, 10 Tage gehen, kann vielleicht auch nur mal 5 Tage oder irgend so eine speziellen Sachen irgendwie, keine Ahnung, kann man sich ja noch was überlegen. Ich denke mal, da wird auch in Zukunft noch ein bisschen was Neues, denke ich mal, kommen. Gehe ich mal einfach von aus. Ich glaube nicht, dass es jetzt beim Elevator und beim Legendary Dungeon das jetzt war. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch neue Features kommen in der Zukunft, vor allen Dingen mit dem neuen Backend, wenn dann noch mehr Sachen möglich sind. Dann kann man da hingehend natürlich auch noch ein bisschen mehr, ja, neue Features vielleicht auch bringen, die dann ein bisschen besser laufen, als jetzt momentan das ganze Spiel besser läuft. Ne? Wollen wir es mal hoffen. Ja, nur muss man eben darauf achten, dass halt auch eben diese temporären Events nicht, boah, Alter, was habe ich denn da angerichtet beim letzten Mal, nicht, ja, auch, also nicht überhand nehmen, so, ne? Das muss ich immer alles so ein bisschen die Waage halten wie Justitia, ne? Dass man da nicht, weiß ich nicht, Wochenende an Wochenende irgendwelche Events nachher hat. 1,5, ja. Und dann ist das Spiel halt eben auch überladen. So. Zwar nicht mit neuen Features, aber mit temporären Events denn. Ne? Da muss man ein bisschen drauf Acht geben vielleicht. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich da auch ein Freund von tatsächlich. Ne? Ja, ansonsten, ich hatte ja jetzt die letzten Tage auch mein Main hier nicht gezeigt, großartig. Hat natürlich auch verschiedene Gründe gehabt. Gestern und vorgestern war es so gewesen, dass man ja, also ich kann nur vom Main-Server sprechen, aber ich denke mal, das geht vielen neuen Backend-Servern so, konnte man sich nicht mal mehr einloggen, Verbindung gestört kam die ganze Zeit, war wirklich unerträglich. Wenn man sich mal eingeloggt hat, konnte man kaum Sachen irgendwie verschieben. Ihr seht, es ist immer noch nicht optimal so von der Performance her, was aber nicht so schlimm ist, weil daran hat man sich tatsächlich schon gewöhnt, auch wenn es nicht schön ist. Ne? Aber was halt eben das Schlimme dabei ist, dass es wirklich sehr häufig aufgetreten ist und es wurde auch im Forum angemerkt, dass man beim Gold verskillen, der nicht das komplette Gold verskillt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ja, keine Ahnung, 100 Skill Points zur Verfügung hat, die man verskillt, dann skillt er vielleicht von der Milliarde Gold, vielleicht nur 750 Millionen, also nur ein Dreiviertel von dem, so, ne? Und das ist halt ziemlich häufig aufgetreten. Ich muss sagen, ich habe nicht drauf geachtet. Was ich nur mitgekriegt habe, ist, und das ist eben gerade schon wieder passiert, das kommt aber meistens nur vor, wenn die Goldgrube vollgelaufen ist. Wenn man die abholt und die ist noch nicht vollgelaufen, dann funktioniert es meistens. Was halt sehr häufig passiert, ist, dass wenn die vollgelaufen ist auf 37 Millionen, die Goldgrube, man holt sie ab, es passiert nichts, das Gold wird auch nicht gut geschrieben, man hört dieses Goldgeräusch so, dieses Kling-Kling so, ne? Aber es passiert nichts und dann drückt man nochmal drauf, ein zweites Mal und dann, hier, jetzt habe ich eben gerade auch drauf geklickt und der Betrag wurde irgendwie nicht abgeholt, aber gut geschrieben oder so, keine Ahnung. Und ja, dann sind halt die 37 Millionen halt futsch, dahin, finito, kannst du nichts mehr machen, kriegst du nicht mehr wieder, ist verlorene Zeit sozusagen, verlorene Skillpunkte. Und ja, das sind schon wieder 2 ziemlich harte Gamebreaker, muss ich sagen. Einmal mit der Goldgrube hier, plus halt eben noch, dass wenn man schon das weniger Gold bekommt, was man durch die Goldgrube etc. und alles bekommt, ne, dann auch noch weniger wird beim Skillen, dann muss ich sagen, ist das ein Zustand, der schon wieder nicht mehr tragbar ist. Ja? Und ja, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht allzu viel aufgeregt in meinen vergangenen Videos. Ich wollte euch den Server ja eh nicht zeigen, aber muss ja auch mal ein bisschen angesprochen werden. So, ne? Und ja, sonst macht es ja keiner. So, genau, dass ihr da auch Bescheid wisst und vielleicht auch, falls ihr auf einem neuen Backend-Server spielt, da auch
drauf achtet vielleicht auf solche Sachen. Und ja, ich habe es nur zu hören bekommen. Kann aber halt eben gut sein, weil ja, der Server halt eben so laggy ist, dass der vielleicht da bei diesen schnellen Skills auch gar nicht hinterherkommt irgendwie. Ne? Der kommt ja schon nicht hinterher, wenn man die Goldgrube abholt teilweise. So, oder bei den Pets, ja, das ist ekelig, ätzend auf jeden Fall, macht keinen Spaß. Ne? Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt bin ich alles losgeworden, was ich loswerden sollte. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.